My friends say, get out of your comfort zone, it's a blessing in disguise. Get out of what you call home, your name is written in the sky. Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute haben wir den 20.04. Mittwochs. Und ja, mir geht es heute echt top. Und ich bin jetzt hier hochmotiviert, bei dem schönen Wetter laufen zu gehen. Und zwar, ich muss heute, beziehungsweise Garmin Trainingsvorschläge sagt mir heute, Schwellentraining, 15 Minuten, ein 25er Schnitt, beziehungsweise 35 Minuten laufen. Und das werde ich jetzt einfach mal machen, dass ich mal langsam wieder hier in den Tritt reinkomme. Weil ich möchte eigentlich jetzt auch mal demnächst wieder so ein bisschen im Wald laufen und ein bisschen hügelig laufen. Ist momentan aber noch nicht so ganz drin. Langsam geht's an. Ja, würde ich sagen, dann legen wir jetzt gleich los. Ja, ich hatte auch mal wieder Probleme mit der Instinct 2 und mir ist wieder die Software abgestürzt. Ich wollte hier ein täglichen Training anzeigen lassen, also nichts Hochkomplexes, aber das war wohl scheinbar zu viel für die Uhr. Das hat dazu geführt, dass die dann entsprechend abgestürzt ist. Ja, musste ich wieder ein Soft Reset machen und dann ging das Ganze wieder. Ja, würde ich sagen, dann starte ich das Ganze mal, leg los und ja, schauen wir mal. Ja, zum Einstieg eine 6:40er Zeit und ich bin mal wieder zu schnell. Überraschung, Warm-up 10 Minuten, bis dann das Schwellentraining kommt. Ja, ich laufe jetzt die 5:50 aktuell und boah, anstrengend. Aber ich will es mal durchziehen. Mir geht es soweit gut und irgendwann muss man sich ja wieder aus dem Trott pushen, sonst kommt man da nicht raus. Aber boah, übel, echt übel. Ja, hier sehen wir auch, in welchem Bereich wir bewegen soll. Zeit ist 5:48. Ich bin jetzt gerade am unteren Ende und ihr bekommt immer so Pace-Ansagen, ob soweit alles passt. Boah. Ja, nach der Phoenix sehen wir ganz gut. 170er Puls, wow. Boah, oben Stamina-Funktion. Und ich habe mir beim Pulser noch die Zonen anzeigen lassen, wie viel ich drin war. Und man sieht, ich war viel zu viel in der roten Zone. Aber es ist auch ein Schwellentraining. Boah, alter Vater. So, jetzt habe ich mein Training beendet und meine VO2 Max ist jetzt bei 42 Stunden Erholungszeit. Das waren jetzt 5 Kilometer. Oh, Entschuldigung. Und ja, 1:06:01 Pace bin ich gelaufen. Also, ja, zu schnell. Ja, und die Lacktaste habe ich dann auch wieder beim Film erwischt. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwie ausschalten kann, weil da hatte ich dann mein Warm-up früher beendet. Und ja, ich habe es letztes Mal schon gesagt, das ist irgendwie blöd. Aber scheinbar kann man es ausschalten. Habe ich auch nicht geguckt, muss ich auch mal nachlesen. Alles weiß man ja auch nicht. Ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch einmal bedanken. Ich habe ja damals kein Tausender Special gemacht. Ich habe einfach die Zeit nicht dafür gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Stand heute habe ich 1800 Abonnenten und ich nehme mal ein Jahr rum. Dafür möchte ich euch mal ganz herzlich danken. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich weiß, Abos sind nicht alles. Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie die Viewenzahlen sind, aber die sind ja auch echt top. Also vielen, vielen, vielen Dank für euren Support in allen Langen. Auch, dass ihr in den Kommentaren immer so nett seid und hier nicht so ein Shitstorm entbricht. Das ist wirklich sehr angenehm und so macht es auch wirklich Spaß. Ja, und ich habe schon wieder in den Autos hier zu kämpfen. Ich bin hier mitten am See und es fahren trotzdem ständig Autos vorbei. Naja, genau, ich möchte euch, wie gesagt, dafür bedanken. Das ist für mich nicht selbstverständlich. Ich habe ja im Juni, Juli ersten Geburtstag und ja, vielleicht mache ich da mal was dazu und gebe mal ein paar Insights, wie das Ganze so im Kanal aussieht. Ich habe dann auch ein weiteres Update, was die Uhren angeht. Ich habe jetzt dann bei Polar einen tollen Kontakt gehabt. Die haben mir jetzt ja, die Pacer Pro stellen die mir jetzt zur Verfügung. Die kann ich euch mal zeigen. Da plane ich was natürlich zur Uhr selber. Dann mal einen Vergleich mit der Critics Pro, beziehungsweise dann auch einen Test. Ich weiß, ich stehe mit dem Test so ein bisschen hinterher. Ich muss jetzt einfach mal schauen. Ich mache jetzt gerade aktuell, das Video ist dann schon online, ein Versus-Video, Instinct versus Phoenix 7. Und dann gucke ich mal, was ich dann als nächstes mache. Ja, durch Erkältung und so weiter. Und krank im Bett und Corona und was weiß ich alles, ist so alles ein bisschen ins Schleppen gekommen. Ja, also ihr seht, es kommt noch einiges an Content. Ich habe mehr Ideen als Zeit und es ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, dass ein bisschen mehr kommt. Umgekehrt wird es schlimmer. Ja, dann würde ich sagen, ihr hört im Hintergrund wahrscheinlich schon wieder einen Zug. Dann sehen wir uns beim nächsten Cut. Für mich ist dann ja
übermorgen wahrscheinlich. Ja, heute ist wieder Laufpause angesagt und ich möchte jetzt wieder Core-Training machen. Und ja, ich muss noch irgendwie die Routine reinbringen, dass ich das auch immer mache und das einfach mitmache. Und das ist eigentlich auch ganz wichtig. Ich habe das immer stark vernachlässigt und da bin ich jetzt wieder dabei. Das Ganze mache ich wieder mit der Pace 2. Und ich habe wieder den Trainingsplan noch drauf. Wie gesagt, ich will ja dazu ein Video machen oder habe ich schon gemacht. Mal sehen, wie ich dazu komme. Heute ist auch die Polar Pacer Pro angekommen. Und die möchte ich natürlich dann auch schon mal testen und erste Videos machen. So ein Review, wie ihr das kennt, einfach mal die Uhr zeigen und dann entsprechend Tests. Ja, mal gucken, wie ich denn mit den ganzen Tests hinterher komme. Aber auf jeden Fall, da kommen auch ein paar Videos noch von der Pacer Pro. It's over, I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. So, jetzt habe ich das Core-Training geschafft und es sind eigentlich nur 10 Minuten. Oh, trotzdem irgendwie ist es so langweilig. Ich mag das einfach nicht. Wie geht's da euch? Schreibt mal in die Kommentare. Macht ihr Core-Training oder ja, ist bei euch genauso wie bei mir, dass ihr so gut wie keine Lust drauf habt und euch maximal überwinden müsst. Also ich würde lieber laufen gehen, als dass ich jetzt hier unten auf der Matte für 10 Minuten da was mache. Das ist irgendwie... Naja, wie gesagt, Routine muss reinkommen. Ich werde jetzt noch was filmen und dann nehme ich euch noch gleich mit runter. Und dann zeige ich euch mal, wie das da weitergeht. Und ich bin ja gerade dabei, das Video für die Phoenix 7 und die Instinct 2 zu machen. Und dann brauche ich noch ein, zwei Aufnahmen, um das Ganze hier so ein bisschen ja, mit Leben zu füllen. Ja, so, jetzt sind wir wieder im Keller. Und ich muss jetzt noch, wie gesagt, ein paar Aufnahmen machen. Und dann sehen wir jetzt hier ist jetzt mein Video zur Instinct 2. Und wie ihr seht, ich habe in der Timeline schon ja, so einige Sachen hinterlegt. Wenn wir jetzt hier mal rüber scrollen, sehen wir schon hier, ja, sind so immer so ein paar Unterbrechungen, die drin sind, um das ganze Video ein bisschen interessanter zu machen. Aber ihr seht ja auch ganz viel leer. Und ich muss hier noch ein, zwei Sachen drehen, um die entsprechend hier dann vorzustellen. Beziehungsweise um zu zeigen, ja, was die Uhr so kann oder nicht kann. Oder was halt die Unterschiede sind. Ich mache das Ganze noch richtig oldschool, wie ich es am Anfang gemacht habe. Ich habe hier so ein Ringlicht, das war mein erstes Licht, was ich hatte. Und hier habe ich so einen ja, Handyhalter, wo dann entsprechend das iPhone reinkommt. Und dann setze ich mich hier ganz klassisch auf den Stuhl und heb die Uhr drunter und filme das Ganze und hoffe, dass ich nicht so wackel und dass ich es nicht mit der Software ausgleichen muss. Weil ich dann nach meinem Equipment gefragt worden bin, ich habe hier noch so ein Stativ, was ich dann als von oben filme, wenn ich jetzt hier hinten am Tisch was mache. Also hier filme ich dann ja meistens die Uhren für das Review, um zu zeigen, was die Uhren so können. Und da bin ich ja eigentlich eher so ganz nüchtern unterwegs und zeige euch das. Ja, mal gucken, ob ich das irgendwann mal ändere und das Ganze noch ein bisschen aufpeppe. Aber das ist so der aktuelle Stand. Und wie ihr seht, hier sieht das Ganze dann ohne Licht aus. Den Schreibtisch da hinten, den schneide ich immer schön raus. Und da oben habe ich hier noch so eine Softbox, wo das Ganze noch ein bisschen beleuchtet, damit das Ganze dann so ein bisschen ja, ausgeglichen ist vom Licht. Aber ich würde sagen, dann fange ich jetzt einfach mal an und werde die fehlenden Filmschnipsel noch schnell ja, drehen.